Puch 900 erblickte das Licht der Welt in der K&K-Zeit, deshalb führt uns der Weg heute in ein wahrlich kaiserliches Ambiente. Welcome to Road Rarities. Im Jahr 1908, dem Baujahr der Puch 900, die uns Alfons heute vorstellt, war die Welt hier in Bad Ischl, der Sommerresidenz der kaiserlichen Familie, noch in Ordnung. Alles, was Rang und Namen hatte, tummelte sich hier zur Sommerfrische. Man traf sich auf ein Plauschel zu Kaffee und Mehlspeis beim Zauner, bestieg den Huns oder etwas vornehmer den Siriuskogel, residierte in einem der vornehmen Hotels, wenn man nicht wie Nestroy, Leha oder Strauß seine eigene Villa bezog. Zur Unterhaltung sah man im Theater die neuesten Operetten von Kallmann, Zeller und Leha oder lauschte den schwungvollen Konzerten des Kurorchesters. Wer sich's leisten konnte und en vogue war, fuhr nicht mehr in der Pferdekutsche vor, sondern erregte Aufruhr und Bewunderung durch lautes Geknatter und edles Design. Das Automobil und das Motorfahrrad kamen immer mehr in Mode. Der Startvorgang der Puch 900 ist einzigartig. Besonders zu beachten die Rolle des rechten Knies. Kaiser Franz Josef mochte es allerdings gemütlicher und leiser. Der Lärm hätte ja die Tiere verschreckt und so seine über alles geliebte Jagd behindert, die ihn alljährlich nach Ischl zog. Weilte die kaiserliche Familie nicht in Ischl, gestattete Kaiser Franz Josef Interessierten die Besichtigung der Kaiservilla. Seine Nachkommen führen diese Tradition insofern bis heute weiter, als Haus und Park während der Sommermonate zugänglich sind. Nachdem der englische König Edward im Jahre 1908 Kaiser Franz Josef zu seiner ersten Autofahrt überredete, war sein Kommentar kurz und knapp: „Naja, gestunken hat's und gesehen hat man nix." Den Tratsch über Ischl überlassen wir nun den beiden Damen des Hofes und wenden uns Alfons und seiner Puch 900 zu. Grüß euch, ich bin der Alfons und möchte euch heute mein Motorrad vorstellen. Es ist eine Puch aus dem Jahre 1908 mit 900 Kubik, ungefähr 10 PS. Ich habe es in Österreich gefunden, in Oberösterreich gefunden sogar. Der Zustand war noch dazu sensationell gut erhalten. Sogar das Geflecht des Beiwagens hat die über 100 Jahre überlebt. Man darf sowas nicht suchen, entweder man findet es irgendwo oder man sucht sein Leben lang. Es sind nur mehr ungefähr eine Handvoll von denen bekannt, die überlebt haben. Hauptsächlich sind sie beim Heer im Ersten Weltkrieg gelaufen. Es hat aber auch durchaus in privaten Händen solche Fahrzeuge gegeben. Es ist immer noch das originale Kennzeichen aus der Zeit drauf. Das ist ein österreichisches Kennzeichen aus der Monarchiezeit. Die hat es bis 1930 gegeben. Es ist die erste Kennzeichenserie in Österreich. Besonders ist dieser doppelsitzige Beiwagen, der damals durchaus üblich war. Der ist noch wunderschön erhalten, das originale Geflecht. Es war vieles Aufpreis, wenn man so ein Motorrad gekauft hat. Zum Beispiel auch die Ledertapezierung vom Beiwagen, die Federung der Vordergabel oder der zusätzliche Ventilator. Das Fahren mit so einer Maschine ist, man braucht sehr gute Konzentration. Man muss ungefähr 10 Bedienungselemente alle in der richtigen Position haben, damit das überhaupt läuft. Wenn auch nur einer in der falschen Stellung ist, dann kann es sein, dass es zwar läuft, aber vielleicht nicht lange. Ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass zu dieser Zeit, wo es so wenig technisches Verständnis gegeben hat,
überhaupt jemand wirklich fahren können hat damit. Meiner Meinung nach ist das nie richtig genützt worden. Es sei denn beim Heer, da wird es schon gute Fahrer gegeben haben. Die Bedienungselemente sind jetzt folgende. Fangen wir mal beim Fußpedal für den ersten Gang an. Dann gibt es die Tretkurbel, die auch zugleich der Starter ist. Dekompressor, Auspuffklappe, Ölpumpe zum Hochziehen, Drehen, reindrücken vom Öl ins Kurbelgehäuse, Betriebsbremse, Lufthebel für den Vergaser, der Drosselhebel, also der Gashebel, Hupe, Zündverstellung, Hebel für den zweiten Gang. Interessant ist auch, dass die Tanköffnungen damals sehr klein waren, also ohne einen Trichter dabei ist es gar nicht möglich zu tanken an einer Tankstelle. Als Ergänzung sei noch ein Zubehör erwähnt, mit welchem man die Puch 900 für 28 Kronen Aufpreis zusätzlich ausstatten konnte. Ein geteilter Reservetank, ein Fünftel für Öl und 4/5 für Benzin. War doch das Tankstellennetz zu jener Zeit noch nicht wirklich vorhanden. Den Treibstoff musste man sich aus der Apotheke besorgen. Mit diesen majestätischen Bildern aus der Kaiservilla verabschieden wir uns mit einem ganz besonderen Dank an die Familie Habsburg, die uns gestattet hat, unsere Dreharbeiten in diesem wunderbaren Ambiente durchzuführen. Und so möchten wir unseren Kaiser Franz Josef zu seinem 192. Geburtstag hochleben lassen.